Na warte, Ada, ich krieg dich. Und lass das Klopapier liegen. Mau, 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 mau. Was sagst du? Die Kinder sind schon da? Na dann sag ihnen Hallo. Mau, mau. Puh, weg ist sie. Das war das letzte Klopapier. Nun gut, ab jetzt Papiertaschentücher. Guten Tag, Kinder. Wie geht es euch heute? Da ist sie weggeflitzt, die Ada. Kleiner Tu nicht gut. Aber ich weiß, wo sie ihre ganzen Schätze versteckt. Das Klopapier hole ich mir wieder. Was habt ihr denn heute so alles gemacht? Ich habe versucht, die Ada irgendwie sinnvoll zu beschäftigen, und im Gastl habe ich noch einmal erklärt, was ein quengeliges Quarantänequintett ist. Wisst ihr noch, was Roberta Alpha erklärt hat? Quengelig, das kennt ihr selber, oder? Wenn man so nörgelig ist. Quarantäne bedeutet, dass man an nur einem Ort bleibt und sich von anderen Leuten getrennt aufhält. Keine Schule, kein Kindergarten, kein Sportverein. Und Quintett bedeutet einfach eine Gruppe von 5 Leuten. Ich habe mir diesen Ausdruck selber einfallen lassen. Quengeliges Quarantänequintett. Weil ich finde, dass sich das lustig anhört. Quengeliges Quarantänequintett. Und die 5 Personen, die ich zu dieser Gruppe dazu zähle, sind Ada, Gastl und ich. Weil wir hier zusammen wohnen. Dazu kommt Roberta Alpha und Doc Meta, weil das unsere Freunde sind. Und das sind zusammen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Personen, ein Quintett. Aber jetzt, wo wir Doc Meta schon mitgezählt haben, wird es auch Zeit, dass wir ihn euch vorstellen, oder? Gastl? Gastl? Gastl, hörst du mich? Was denn? Ich bin beschäftigt. Ja, das sehe ich. Wenn du schon wieder mit dem Handy rumspielst, dann mach doch auch was Sinnvolles. Ruf doch mal oben auf Orbiter Alpha 1 an und stell den Kindern Doc Meta vor. Oh ja, das mache ich. Hallo Kinder, na, wie geht's? Hier bei uns ist was los, das kann ich euch sagen. Die Ada hat mir meine Murmeln geklaut. Dabei darf sie das gar nicht. Das ärgert mich. Und dann hat sie das Klopapier geklaut. Das ist mir egal. Aber das ärgert den Grauen. Und der hat sowieso den ganzen Tag schlechte Laune und lässt mich nicht mit dem Handy daddeln. Dabei ist mir so langweilig. Gastl, du sollst beim Doc anrufen. Mache ich ja schon. Ich wollte nur erst den Kindern Hallo sagen. Also gut, rufen wir den Doc an. Dann kann ich noch ein bisschen das Handy behalten. Hallo, lieber Gastl. Wie geht es euch da unten? Guten Tag, Doc. Uns geht's eigentlich gut, aber die Ada nervt und Grauer eigentlich auch. Das habe ich gehört. Upsi. Gastl, mein Lieber, ihr müsst jetzt alle ein bisschen aufeinander aufpassen. Ist doch schön, dass ihr euch habt. Ich bin auch sehr froh, dass Roberta Alpha mit mir hier oben ist. Gestern Abend zum Beispiel haben wir zusammen Schach gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, schon, aber Na was, aber? ich mag raus. Ich mag zum Turnen und ich mag mit den anderen draußen auf der Straße spielen. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber im Moment ist es wirklich wichtig, dass alle dabei mitmachen, sich für eine bestimmte Zeit an ein paar neue Regeln zu halten. Und weißt du auch warum? Na, wegen dem Corona-Dings? Ja, genau. Wegen der Coronaviren. Genau. Und weißt du auch, was das ist? Grauer hat gesagt, das ist sowas wie eine Erkältung, nur viel schlimmer. Und deswegen müssen wir zu Hause bleiben. Ja, das stimmt so ungefähr. Die Coronaviren machen uns krank. Ein einzelnes von ihnen sieht ungefähr so aus, ist aber winzig klein. So klein wie eine Ameise? Nein, viel kleiner. So klein wie ein Sandkorn vom Strand? Nein, immer noch viel, viel kleiner. Jetzt ist es weg. Nein, es ist immer noch da. Nur winzig, winzig klein. So klein, dass man es gar nicht sehen kann. Diese Viren schwirren nicht einfach durch die Luft, sie sitzen auf Leuten, die sie dann krank machen. Aber sie können von da aus nicht allzu weit kommen. Man könnte sagen, sie können nicht weit springen. Wenn du jetzt nah an einer Person stehst, auf der die Viren schon sitzen, dann können sie zu dir rüberspringen. Und wenn so ein Virus auf dir landet, dann kann es dich krank machen.
Kinder bekommen vielleicht Husten und Fieber, ihre Eltern auch. Aber wenn so ein Virus auf alte Leute trifft, so wie Großeltern, dann kann es sie noch viel schlimmer krank machen. Kennst du die Frau Agnes, die bei euch in der Nähe wohnt? Die alte Frau von gegenüber mit dem lustigen Hut mit Blumen dran? Ja, genau, die meine ich. Wahrscheinlich würde sie nicht gern alte Frau genannt werden, aber ja, das ist sie. Diese Coronaviren dürfen unter gar keinen Umständen auf Leuten wie ihr landen. Und deshalb wollen wir es diesen Coronaviren so schwer wie nur irgendwie möglich machen, von einer Person auf eine andere zu springen, egal auf wen. Und weißt du, wie wir das machen können? Indem wir uns so weit voneinander wegstellen, dass die Viren es nicht mehr schaffen, zu uns rüberzuspringen? Sehr, sehr gut. Genau das ist die Idee. Sehr gut, Garstel. Wenn wir uns weit voneinander entfernt hinstellen, schaffen es die Viren nicht mehr, von einem zum anderen zu springen. Und am einfachsten ist das, wenn für eine Zeit möglichst viele Leute bei sich zu Hause bleiben und gar nicht rausgehen. So können die Viren nicht mehr von einer Person zur nächsten überspringen. Ja, das habe ich verstanden. Aber ein bisschen langweilig ist mir trotzdem. Ja, das sehe ich. Was hältst du denn davon, wenn wir alle unsere liebsten Ideen zum Vertreiben von Langeweile sammeln und den anderen vorstellen? Oh ja, das machen wir. Danke und bis bald. Bleibt gesund und Hände waschen. So, liebe Kinder, wir bleiben hier zu Hause und jetzt hole ich mir von Ada meine Murmeln wieder. Und das Klopapier. Tschüss. Ada? Ada? Corona, Corona, Corona. Und wir bleiben alle zu Hause.